Herzlich willkommen im Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst. Mein Name ist Petra Sopper und ich arbeite hier als Ausstellungsbegleiterin. Unser Museum dokumentiert den deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion von 1941 bis 1945. Ich möchte Ihnen die Blockade Leningrads erläutern und nehme Sie dafür jetzt mit durch unser Museum. Dieser Raum unserer Ausstellung widmet sich dem Schwerpunktthema die Sowjetunion im Krieg und ein Teil davon der Blockade Leningrads. Sie hören schon im Hintergrund dieses Klacken eines Metronoms, das hat etwas mit Radio Leningrad zu tun, darauf werde ich später noch eingehen. Leningrad heißt heute wieder St. Petersburg, das war auch der ursprüngliche Name der Stadt. 1914 wurde sie in Petrograd umbenannt und 1924 in Leningrad. Am 22. Juni 1941 überfiel das Deutsche Reich die Sowjetunion. Ich möchte Ihnen zunächst anhand einer Karte die geografische Lage Leningrads verdeutlichen und die politische und militärische Situation 1941. Leningrad ist hier gelegen, am Finnischen Meerbusen, eine östliche Bucht der Ostsee. Südlich davon die gestreifte Fläche. Dort befand sich die deutsche Heeresgruppe Nord unter dem Befehl von Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb. Nordwestlich von Leningrad die finnische Armee. Finnland war bis 1944 ein Verbündeter Deutschlands. Die Finnen drangen aber nicht weiter Richtung Leningrad vor und beteiligten sich auch nicht an den Angriffen auf die Stadt. Mit der Einnahme Schlüsselburgs wird Leningrad komplett abgeriegelt. Ab diesem Zeitpunkt, dem 8. September 1941, konnte die Stadt nicht mehr über Land versorgt werden. Die einzige Möglichkeit der Versorgung ist der Ladoga-See. Sie sehen hier auch angedeutet 2 Schiffe und ein LKW. Über diesen Weg wurden auch Teile der Bevölkerung evakuiert. Die Route erhielt daher einen inoffiziellen Namen, die Straße des Lebens. Im November 1941 konnten das erste Mal Lastwagen über den zugefrorenen Ladoga-See fahren. Die Lastwagen brachen allerdings teilweise im Eis ein. Um die Last auf dem Eis besser verteilen zu können, hängte man Schlitten an. Auch konnten die Lastwagen zunächst nicht zu vollgepackt werden. Viele Lastwagen wurden von jungen Frauen gefahren. Mit klapperndem Geschirr in den Lastwagen versuchte man, auf den Transportfahrten gegen aufkommende Müdigkeit anzukämpfen. Im Sommer 1942 wurde die Versorgung mit Schiffen aufrechterhalten. Bereits im Juni 1942 hatte man auf den Grund des Ladoga-Sees eine Pipeline gelegt, um Treibstoff in die Stadt zu liefern. Ab September 1942 versorgte ein Kabel im See die Stadt wieder mit Elektroenergie. Nach einem Angriff der Roten Armee konnte die Stadt ab Januar 1943 notdürftig über einen schmalen Landkorridor versorgt werden. Allerdings gelang der endgültige Durchbruch, die Sprengung des Rings, erst am 27. Januar 1944, nach fast 900 Tagen Blockade. Warum hat die Wehrmacht Leningrad abgeriegelt und nicht eingenommen und besetzt? Die genaue Vorgehensweise bezüglich Leningrads war zunächst noch offen. Es kristallisierte sich aber mehr und mehr die Abriegelung der Stadt heraus, um militärische Kräfte für den Angriff auf Moskau abziehen zu können. Überlegungen, die Bewohner zu vertreiben oder umzusiedeln, wurden verworfen. Im Oktober 1941 wurde beschlossen, keine Kapitulation anzunehmen und Leningrad nicht zu besetzen, um die Bevölkerung nicht ernähren zu müssen. Eine Hungerpolitik war in den deutschen Planungen für den Krieg gegen die Sowjetunion einkalkuliert. Aus mehreren Besprechungen und Dokumenten geht hervor, dass die Wehrmacht aus dem Lande ernährt werden sollte. Dabei nahm man in Kauf, dass, wie es hieß, zig Millionen zu verhungern hätten. Der Generalstabschef des Heeres, Franz Halder, hatte bereits am 8. Juli 1941 in seinem Tagebuch festgehalten: Feststehender Entschluss des Führers ist es, Moskau und Leningrad dem Erdboden gleichzumachen, um zu verhindern, dass Menschen darin bleiben, die wir dann im Winter ernähren müssten.
Dieser Handschlitten aus Leningrad ist aus den 40er Jahren. Da der öffentliche Nahverkehr vollkommen zum Erliegen gekommen war, wurden Schlitten wie dieser zur einzigen Transportmöglichkeit für die Bewohner. Im Winter 1941-42 fielen die Temperaturen auf -40 Grad. Auf den Schlitten wurden Wasserkübel, Brennholz, geschwächte Menschen und die Verstorbenen transportiert. Sie sehen eingeblendet eine Lebensmittelkarte für Brot. Die Lebensmittelrationen wurden immer weiter reduziert. Seit Mitte November 1941 erhielt ein Arbeiter pro Tag 250 Gramm Brot, alle anderen Bewohner, auch Kinder, 125 Gramm. Das Massensterben hatte begonnen. Haupttodesursache war die Dystrophie. Stoffwechsel- und Organfunktionen sind hierbei durch Unterernährung stark gestört. Anzeichen der Krankheit sind Abmagerung und Hautverfärbungen sowie starke psychische Veränderungen, vor allem Apathie. Dieses Foto gibt Ihnen einen Eindruck, wie groß eine Tagesration Brot im April 1942 war. Das Brot hatte keinen hohen Nährwert, da es, um Gewicht und Masse zu erhöhen, mit Ersatzstoffen wie Holzspänen versetzt war. Wie der lange Hunger sich auf die Menschen auswirkte, verdeutlichen diese 3 Fotos von Sofia Petrova, eine Bewohnerin Leningrads. Das erste Foto entstand im Mai 1941, also vor Blockadebeginn. Das zweite ein halbes Jahr später und das dritte noch einmal ein Jahr später. Zwischen dem ersten und dem letzten Foto lagen also gerade einmal 1,5 Jahre. Mit Beginn der Blockade hatte Leningrad eine Einwohnerzahl von knapp 3 Millionen. Bis zur Befreiung waren zwischen 800.000 bis zu über 1 Million Menschen durch Hunger, Krankheiten und Bombardierungen zu Tode gekommen. Dies ist das Tagebuch von Tatjana oder Tanja Savitschewa. Sie war bei Beginn der Belagerung 11 Jahre alt. Ihr Vater war bereits verstorben, als Tanja 6 Jahre alt war. Sie hatte 4 ältere Geschwister, Zhenya, Nina, Michael und Luka. Die Familie hatte geplant, den Sommer außerhalb der Stadt zu verbringen. Nach der Bekanntgabe des deutschen Überfalls beschloss sie aber, in der Stadt zu bleiben. Nur Michael hatte Leningrad bereits verlassen. Ihre Schwester Nina wurde direkt nach der Arbeit auch über den Ladoga-See evakuiert. Allerdings wusste die Familie das nicht und hielt sie für tot. Die Mutter überließ dann Ninas Notizbuch Tanja als Andenken. Es wurde zu Tanjas Tagebuch. Tanja hielt in kurzen Sätzen fest, wer aus ihrer Familie wann verstorben war. Die beiden anderen Geschwister, Joka und Zhenya, haben die Blockade nicht überlebt und Tanjas Mutter verstarb im Mai 1942. Auf den letzten 3 Seiten hat Tanja festgehalten, alle sind gestorben, die Savitschews sind gestorben, nur Tanja ist übrig geblieben. Hier sehen Sie Tanja mit ihrer Nichte Zhenyas Tochter. Tanja wurde 1942 mit über 100 anderen Kindern evakuiert. Im Juli 1944 verstarb auch sie an den Folgen der Entbehrungen während der Blockade. Ihr Tagebuch wurde bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen als Beweismittel vorgelegt. Ihre Schwester Nina und ihr Bruder Michael haben den Krieg überlebt. Dieses Plakat kündigt die Aufführung der 7. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch in Leningrad an. Der Komponist war 1941 evakuiert worden und hat diese Sinfonie, die Leningrader, seiner Geburtsstadt gewidmet. Nachdem sie auch bereits international aufgeführt worden war, wurde die Partitur mit einem Flugzeug nach Leningrad eingeflogen und dort am 9. August 1942 das erste Mal aufgeführt. Ich komme jetzt zurück auf das eingangs erwähnte Metronom. Dieser Zimmerlautsprecher stammt aus einer Leningrader Wohnung. Radio Leningrad hat während der ganzen Blockadezeit funktioniert und in den Programmpausen war immer ein Metronom zu hören.
Damit wussten die Bewohner, die Verbindung steht. Es gab nur aktuell keine Nachrichten. Schnelleres Klappen warnte vor Luftangriffen und Artilleriebeschuss. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren weltweit zwischen 55 und 60 Millionen Opfer zu beklagen. Die Sowjetunion hat 27 Millionen Menschen verloren, davon waren 14 Millionen Zivilisten. Allein die Anzahl der Blockadeopfer liegt ca. 2 bis 2,5 Mal höher als die Gesamtverluste der amerikanischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Die Blockade Leningrads gilt als eines der eklatantesten Verbrechen der deutschen Wehrmacht im Krieg gegen die Sowjetunion. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, Sie bald wieder in unserem Museum begrüßen zu können.